In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der eine Buy-Position aufmachen und einen Break-Even-Stop setzen kann, sobald die Position eine gewisse Distanz erreicht hat. Schauen wir also mal, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der eine Kaufposition eröffnet und den Stop-Loss so steuert, dass er die Gewinnschwelle erreicht, sobald der Kurs eine bestimmte Differenz erreicht hat. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir beginnen damit, den Meta-Editor zu öffnen. Klicken Sie dazu auf das kleine Symbol oder drücken Sie F4. Zunächst binden wir die Datei TradeMQH ein, die uns die notwendigen Handelsfunktionen zur Verfügung stellt. Anschließend erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade mit dem Namen Trade. In der Funktion OnTick rufen wir den aktuellen Ask-Preis mithilfe der Funktion Symbol-Info-Double ab, die die aktuellen Preisinformationen für das Symbol liefert. Die Funktion NormalizeDouble stellt sicher, dass der Preis korrekt auf die durch Digits angegebene Anzahl von Ziffern formatiert wird. Als nächstes prüfen wir mit der Funktion PositionsTotal, ob es keine offenen Positionen gibt. Wenn es keine offenen Positionen gibt, verwenden wir die Funktion TradeBuy, um eine Kaufposition mit einem Volumen von 0,10 Lots zu eröffnen, was 10 Mikrolots entspricht. Die Parameter der Funktion TradeBuy lauten wie folgt: Volumen 0,10, Symbol 0 für das aktuelle Symbol, Price, Stop-Loss, Ask 300 Punkte, Take Profit, Ask 300 Punkte und ein Kommentar 0. Nachdem wir die Kaufposition eröffnet haben, rufen wir die Funktion CheckBuyBreakEvenStop auf und übergeben den aktuellen Ask-Preis als Parameter. Innerhalb der Funktion CheckBuyBreakEvenStop durchlaufen wir mit einer For-Schleife alle offenen Positionen für das aktuelle Symbol. Mit den Funktionen PositionGetInteger und PositionGetDouble rufen wir verschiedene Details zu jeder Position ab, zum Beispiel die Ticketnummer, den Kaufpreis, den Stop-Loss, den Take Profit und den Positionstyp. Anschließend prüfen wir, ob die Position für das aktuelle Symbol gilt und ob es sich um eine Kaufposition handelt. Wenn der Stop-Loss unter dem Kaufkurs liegt und der Ask-Preis sich um mehr als 30 Punkte über den Kaufpreis bewegt hat, ändern wir den Stop-Loss mit der Funktion TradePositionModify auf 4 Punkte über dem Kaufpreis. Damit verschieben wir den Stop-Loss auf die Gewinnschwelle. Sobald wir den Code fertig programmiert haben, drücken wir F7, um ihn zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Wenn die Kompilierung erfolgreich ist, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man mit ein paar Zeilen MQL-Code einen Expert Advisor erstellt, der eine Kaufposition eröffnet und den Stop-Loss so verwaltet, dass er die Gewinnschwelle erreicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, Sie haben jetzt den Expert Advisor funktionsfähig auf Ihrem Chart. Falls das alles zu schnell ging oder Sie nicht wissen, was der Code so bewirkt, ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.